Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Im Juli 2025 erschien ein neues Spiel, auf das ich aufmerksam geworden bin, da es auf Simons Basic Basis herausgekommen ist. Es handelt sich um die Brettspielumsetzung North Sea Oil vom britischen Brüderpaar SLJ und WDJ. Leider gibt es da keine weiteren Informationen, um wen es sich dabei genau handelt. Lediglich der Name taucht noch auf der GitHub-Seite auf. Das Spiel wurde entwickelt auf einem The C64 mit dem Basic-Anteil und dem C64 Studio für den Maschinenprogrammanteil. North Sea Oil ist wie gesagt eine Umsetzung eines Brettspiels, das es bereits seit 1974 gibt. Es gibt 20 Ölfelder, die schließlich auf den 28 Feldern im Spiel platziert werden können. 3 Stufen gibt es also hier und Produktivität. Keine, kleine, mittlere und größere Vorkommen. Tiefere Vorkommen erfordern größere Bohrinseln. Die teurere Bohrinsel kann dabei bis ganz nach unten vordringen, kann aber auch in einem flacheren Feld eingesetzt werden. Die Spieler können pro Zug bis zu 3 Felder erkunden und ebenfalls pro Zug für bis zu 3 Felder Gebote abgeben. Nach dem Kauf kann ein Feld in Produktion genommen werden, indem man eine Bohranlage dafür kauft oder eine Bohranlage, was Geld kostet, von einem anderen Feld dorthin verlegt. Insgesamt gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Bohranlagen. Die Produktion wird vom Wetter beeinflusst. Wetterkarten in einem Winter-, Frühling-, Sommer-, Herbstzyklus. Die nördlichen Grundstücke werden eher durch schlechte Wetter stillgelegt. Das Wetter führt zu keiner Produktion, halber Produktion oder voller Produktion. Als nächstes gibt es die Schwankungen des Ölpreises. Meistens liegt er bei $4 pro Barrel, aber gelegentlich kann er auf $20 pro Barrel steigen. Schließlich wechselt die regierende Partei, also so eine Art Regierungswechsel, in jeder Runde und legt 3 Sätze fest. Den Zinssatz für die Schulden, sie haben zu Beginn also des Spiels überhaupt kein Geld und man muss also Kredite aufnehmen, etwa zu 5 bis 20%. Den Steuersatz für das Einkommen 0 bis 75% und den Steuersatz auf Verkäufe, Verlegung von Bohrinseln, Verkauf von Bohrinseln und Grundstücken an die Bank oder andere Spieler, ebenfalls 0 bis 75%. Ja, man weiß, welche Partei in der nächsten Runde dran sein wird, sodass man eine ungefähre Vorstellung davon hat, was einen erwartet. Einige der Parteien führen zu einer Verstaatlichung, was für sie eine schlechte Nachricht ist. Also der erste Spieler, der 5 Millionen Nettoeinkommen erreicht, gewinnt dabei. Ja, das Spiel ist in seiner ursprünglichen Version recht lückenhaft und hat doch einige Fehler. Der User Godot aus dem Forum 64 und Entwickler des TSB, also der Weiterentwicklung des ursprünglichen Simon Basic für den C64, hat sich der Sache angenommen und kleinere und größere Fehler behoben, sowie einige grafische Elemente vereinfacht oder neu hinzugefügt. Jetzt sollte das Spiel rund laufen. Einziger Haken, wenn man es so will, ist, dass das Spiel eine ROI, also eine RAM Expansion Unit, benötigt, um zu laufen. Wer das nicht hat, der kann es aber auf jeden Fall auch im Emulator mal spielen. Das Spiel ist von den Möglichkeiten begrenzt, dennoch kommt so ein Gefühl von Simulation bzw. Wirtschaftssimulation auf und mit mehreren Spielern im direkten Konkurrenzkampf macht es durchaus Spaß. Ihr solltet auf jeden Fall mal einen Blick riskieren und das Ganze ausprobieren. Den Download-Link habe ich euch in der Videobeschreibung eingefügt. Ja, der nächste Titel für heute ist Axe and Crossbow. Auf der Suche nach neuen und interessanten Titeln bin ich wieder mal über einen Titel gestoßen, der bislang nicht das Licht der Welt erblickt hat und es, wahrscheinlich auch nicht tun wird. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Es handelt sich um das Spiel Axe and Crossbow, welches vom Programmierer Thomas Dahlgren entwickelt wurde. Das Spiel befindet sich aber in einer sehr frühen Alpha-Version, würde ich jetzt mal sagen, und es gibt im Prinzip kein richtiges Gameplay. Thomas hat
vor einiger Zeit ein Video aufgenommen, welches ich hier im Hintergrund abspiele. Er selbst zu seinem Werk. Ich nutze die Gelegenheit, mein altes und nie fertiggestelltes Projekt Axe and Crossbow vorzustellen. Zusammen mit meiner Musik Tubular, einem meiner neueren Songs. Neu bedeutet wahrscheinlich nicht älter als 20 Jahre, mit Samples von Ensoniq ESQ1, den mir meine Mutter gekauft hat, als ich noch zur Schule ging. Damals ein ziemlich guter Synthesizer mit eingebautem Sequencer. Ich erinnere mich, dass Johann, Starfire von Northstar, mir beim Samplen der Sounds geholfen hat, eigentlich schon lange bevor ich Tubular überhaupt gemacht habe. Hier ist ein längst vergessener Traum von einem Spiel, das sich sehr ähnlich wie Elevator Action spielt, aber einige Elemente enthält, die kein anderes Spiel je hatte. Inspiriert von ähnlichen Spielen zu der Zeit, Konzeptentwicklung wie Ataris Temple of Doom, Kung Fu Master, Rolling Thunder, spielt dieses mittelalterliche Abenteuer in einem großen Kloster oder was man so will, einer Burg, bewacht von Mönchen, gepanzerten Soldaten, übergewichtigen Torwächtern, Fledermäusen, Höllenhunden, Zauberern, Drachen und anderen übernatürlichen Wesen, die das Leben eben schwierig machen. Zu deinem Vorteil trägst du eine Armbrust oder eine große Axt mit dir herum, je nachdem welchen Charakter du spielen möchtest. Und deine Mission, nun ja, so viele dieser Kreaturen wie möglich abzuschlachten, um die Götter zu ärgern, die dir dieses euphorische Massaker gewähren. Befreist du auch Gefangene in den Kerkern. Und wenn du schlau bist, findest du vielleicht die verborgene Krypten voller Gold und Schätze, die in diesem finsteren Ort verstreut sind. Power-Ups gibt es nicht. Enttäuscht? Ob du siegst oder stirbst, deine Fähigkeiten sind bereits vollständig. Wenn du in deiner bloßen Haut und mit deinen Waffen einsteigst, bist du bereits am Limit. Ein Krieger auf einer Mission, das Böse herauszufordern und dir dabei zu nehmen, was du kannst. Keine zusätzlichen Kräfte, keine intelligenten Bomben, keine begrenzte Unsichtbarkeit oder Zaubertränke, keine mickrigen Power-Ups. Du wirst sie nicht brauchen. So ist Axe and Crossbow. Es existiert sogar eine Webseite seit den 90er Jahren, auf dem einige Informationen zum Spiel und Gameplay zusammengetragen sind. Normalerweise bin ich ja nicht unbedingt jemand, der Spiele zeigen möchte, die in einer Alpha-Version sind, welche wahrscheinlich nicht weiterentwickelt wird, aber wie Thomas selbst schreibt, existiert so ein innerlicher Vibe, sich doch nochmal an das Spiel dran zu setzen und es vielleicht doch zu einem Release zu bringen. Vielleicht lässt er sich überzeugen, wenn genügend Leute danach fragen. Also, wem das Spiel gefällt, sollte auf seiner YouTube-Seite einfach Kommentare schreiben und ihn dazu bewegen, weiter an der Sache zu arbeiten. Ich denke nämlich, dass das Spiel wirklich Potenzial hat und sehr gefällig wäre für viele von euch. Also ran an die Sache. Ja, wir kommen zum letzten Spiel für heute, Hero. Vor einiger Zeit wurde bereits erwähnt, dass der Spielklassiker Hero für den C64 überarbeitet wird. Es handelt sich um ein deutlich verbessertes Spiel eines Klassikers, der bereits in den 1980er Jahren für Atari 800, 2600, 7800, den ColecoVision, den C64 und C128 sowie den ZX Spectrum erschien. Die C64-Version wurde damals von Jon van Rissen 1984 entwickelt und von Activision veröffentlicht. LG Games hat nun ein Update seiner Hero-Version mit dem Titel Hero is Back veröffentlicht. Ein C64-Spiel mit 20 komplett neuen Levels. In diesem Spiel, einer Hommage an den Klassiker Hero, schlüpfen wir in die Rolle von Roderick Hero und suchen in Höhlensystemen nach den Bergleuten des Mount Leon, die nach einem Vulkanausbruch tief unten eingeschlossen sind. Das Spiel bietet mehrere Level, thematisch gestaltete unterirdische Bereiche, gefährliche Gegner wie Spinnen, Fledermäuse, giftige Motten oder sogar Schlangen,
die also überall lauern. An manchen Flüssen erscheint ein unbesiegbares, hungriges Seeungeheuer, das unseren Helden ständig verfolgt. Zu Beginn jedes Levels erhält der Spieler 6 Dynamitstangen. Nach der Zündung muss er die Stange schnell entfernen, sonst verliert er ein Leben. Laternen erhellen die dunklen Gruben. Ein Schuss oder eine Berührung genügt und das Licht erlischt für immer. Ein hitzebeständiges Floß kann an manchen Stellen zum Überqueren des Magma-Flusses eingesetzt werden. Unser Held Roderick Hero macht sich mit seiner Spezialausrüstung, Rucksack, Hubschrauber, integrierter Laser und Dynamit auf die Suche nach den Vermissten. Nach einer erfolgreichen Rettung erreicht der Spieler das nächste Level. Alle 20.000 Punkte erhält der Spieler ein Extra-Leben. Maximal kann er 9 Leben haben. Das Spiel läuft perfekt auf einem PAL und NTSC-Modell des C64. Nach jeweils 4 abgeschlossenen Level im Spiel werden die nächsten 4 Level freigeschaltet. Man kann auf dem Titelbildschirm zu Level X spielen gehen und dann den Block auswählen, den man also spielen möchte. Ja, ich wünsche euch an der Stelle viel Spaß beim Ausprobieren. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige nützliche und neue Informationen bieten. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich dann wiederum freuen. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin macht's gut. Ciao.